Das neue DLC Dawn of Ragnarök ist das beste DLC von Assassin's Creed Valhalla. Sind 40 € für dieses DLC dann gerechtfertigt? Ich konnte das DLC dank Ubisoft schon vorab komplett durchspielen und gebe euch heute eine Antwort darauf. Spoilerfrei natürlich. Dawn of Ragnarök, der wohl interessanteste Ableger des Hauptspieles Assassin's Creed Valhalla. Das Studio dahinter, Ubisoft Sophia, hat es tatsächlich geschafft, innovative Gameplay-Inhalte zu kreieren und diese mit den typischen Open-World-Elementen von Assassin's Creed zu verbinden. Doch diese Formel hat mit diesem DLC ihren letzten großen Auftritt gehabt. 4 Punkte werde ich dabei heute bewerten. Checkt also dafür gerne die Timeline hier unten ab, falls ihr euch für ein Thema des DLCs ganz besonders interessiert. Schnappt euch also was zu trinken, schnappt euch einen Snack, wir legen jetzt los mit der Review. Das Hauptspiel müsst ihr nicht wirklich gespielt haben, um der Geschichte folgen zu können. Jedoch knüpft Dawn of Ragnarök an die Asgard-Storyline aus dem Hauptspiel an, wo ihr einige Verbindungen entdecken werdet. Ähnlich wie im Hauptspiel wird Eivor von komischen Träumen geplagt. Er sucht Rat bei der Schamanin Valka aus unserer Siedlung und sie gibt uns einen Trank, also quasi ein Halluzinogen, was ihn einmal wieder in die Haut von Odin, aka Havi, schlüpfen lässt. In den neuen Welten der nordischen Mythologie angekommen, erfährt er, dass der Herrscher Surt aus der Feuerwelt Muspelheim die Welt der Zwerge Svartalfheim überfallen hat. Dabei wurde sein Sohn Balder gefangen genommen. Die Motivation ist da und im Laufe der Story erfahren wir, warum Surt die Welt der Zwerge überfallen hat. Wir versuchen die überlebenden Zwerge zu beschützen und verfolgen natürlich das Hauptziel, unseren Sohn Balder zu befreien. Was einem sofort auffällt, wenn wir das erste Mal die Welt von Svartalfheim betreten und was sehr serientypisch ist, die wunderbar designte Open World. Dabei hat sich Ubisoft Sophia meiner Meinung nach übertroffen und die bisher schönste und interessanteste Open World von Assassin's Creed Valhalla geschaffen. Wenn nicht sogar von der gesamten Serie. Verschneite Staudämme, Kristallhöhlen, zerstörte Städte, kraftvoll grüne Wälder und lavabedeckte Steppen. So viel Diversität gab es bisher noch nie in einem Spiel von Assassin's Creed Valhalla und es erinnert auch leicht an Herr der Ringe. Ein weiteres Novum in der Open World ist die Vertikalität. Was meine ich damit? Fliegende Festungen über der Karte, hohe goldene Berge und tief versteckte Höhlen geben einem das Gefühl, alles Sichtbare und Unsichtbare auf der Karte sei erreichbar. Für Leben sorgen dann die unzähligen Weltereignisse, die Witz, Trauer und einfach Emotionen mit ins Spiel bringen. Sei es das Easter Egg mit Frodo oder dem Künstler Banksy oder die mystischen Erinnerungen, die uns mehr über die Waffen und Gegenstände der nordischen Götter berichten. Sie verpacken die Open World gut und erzählen uns kleine Geschichten, um tiefer in das mythologische Treiben von Svartalfheim eintauchen zu können, ohne dabei die gesamte nordische Geschichte kennen zu müssen. Dennoch gibt es hier einige Aktivitäten, die einfach nur zum Zeitvertreib dienen und eigentlich komplett unnötig sind. Sei es ungeschliffene Edelsteine, die uns Dekorationen für die Siedlung bringen, oder Jötunruhen, die wir benötigen, um eine Rüstung zu bekommen, die zwar stark ist, aber überhaupt keinen Einfluss auf die Geschichte hat. Und da sehe ich einfach verschenktes Potenzial. Und ja, auch die Arena von Kara, wo wir alte Geschichten von Havi nachspielen, halte ich für komplett unnötig, aber dazu später mehr. Paradox ist es dann, wenn wir mit einer kompletten Rüstung von einer der 3 Fraktionen in die Open World herumlaufen. Die NPCs reagieren unterschiedlich auf die Rüstungen, die wir anhaben. Hört mal rein. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich mich zurück in meine Lieblingsschenke in Ulda versetzen. Du könntest selbst Angerboda täuschen. Sehe ich da einen wilden Jötunkrieger? Es klappt doch mit den Details Ubisoft, warum nicht überall so? Zeichen deuten aber darauf hin, dass Zeit eventuell ein wichtiger Faktor gewesen sein muss. Das erkennen wir daran, dass viele Questreihen einfach unfertig sind oder sogar kleine Details unfertig sind. Wenn wir in der Open World unseren Raben nutzen, wird dieser von Havi weiterhin als Synonym bezeichnet, obwohl der Rabe von Havi Hugin oder Munin heißt. Dasselbe kann man mit der Schiffsbesatzung beobachten. Die nennt einen nämlich weiterhin noch Eivor. Ich weiß, das interessiert vielleicht nur Hardcore-Fans, aber die Kunst liegt im Detail und wir sehen anhand dieser Sachen, dass an einigen Stellen keine Zeit mehr war. Leider. Doch was sagt ihr bisher zur Open World? Wie findet ihr sie? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dränger Daumen da lassen könnt ihr auch und wenn ihr die Review bisher schon gefeiert habt und weitere solche Videos haben wollt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, da würde ich mich freuen. Man könnte meinen, die Open World wäre die größte Stärke vom DLC. Da muss ich euch aber enttäuschen, das Gameplay ist da mein klarer Favorit. Hierbei bringt Ubisoft Sophia wieder ein wenig Würze mit interessanten Gameplay-Ideen rein, verpasst aber durch zu wenig Mut die Perfektion. Was meine ich damit? Fangen wir erstmal mit der Schwierigkeit an. Ich habe auf Drengar und auf Aesir der höchsten Schwierigkeit gespielt. Der Unterschied ist gewaltig und könnte den Unterschied machen, ob ihr wirklich Spaß am Spiel habt oder ob es euch langweilt.
Hier schon mal mein Hinweis, spielt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, die ihr spielen könnt. Je höher die Stufe, desto mehr schöpft ihr aus den Möglichkeiten, die euch das Spiel gibt, heraus. Um ein kleines Beispiel zu geben. Auf Drengar besiege ich im Kampf die Gegner mit ein wenig Geduld. Mit den Fähigkeiten geht das natürlich schneller. Auf Aesir braucht man hingegen sehr lange, um den Gegner mit einer guten Ausrüstung ohne Fähigkeiten zu schlagen. Es ist schon fast nervig. Man wird also gezwungen zu überlegen, welche Fähigkeiten am besten passen. Und man merkt sofort den Unterschied, wenn man zum Beispiel normal kämpft oder wenn man die Fähigkeit, die Kraft des Winters nutzt und dadurch die Muspelgegner viel einfacher besiegen kann. Das funktioniert natürlich auf jeder Schwierigkeitsstufe, aber auf Aesir ist es ganz besonders wichtig, dass man die Fähigkeiten mit einbezieht. Auf Drengar oder einer niedrigeren Stufe merkt man den Unterschied schon, aber theoretisch kann man auch einfach ohne Fähigkeiten das ganze Ding durchspielen. Man merkt jedoch sofort, dass diese Fähigkeiten der Kern des Gameplays sind. Im Laufe der Geschichte bekommen wir ein Artefakt von den Zwergen geschenkt, welches uns erlaubt, Fähigkeiten von toten Gegnern und der Umgebung aufnehmen zu können. Diese sind dabei angelehnt an Fähigkeiten, die Odin/Havi auch in der nordischen Mythologie besitzt. Sei es die Verwandlung zum Raben, das Wiederbeleben von Personen, die Teleportation oder die Verwandlung in einen Feuerriesen, der keinen Schaden von Lava und Feuer bekommt. Ihr seht also, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, Kämpfe zu starten, und hier auf meinem Kanal bekommt ihr dazu natürlich Videos, wie man sie am besten nutzen kann, diese Fähigkeiten. Die Entwickler haben die gesamte Welt um diese Fähigkeiten gebaut. Wir brauchen zum Beispiel die Kraft des Raben, um einfacher hohe Berge zu besteigen, die Fähigkeit, keinen Schaden von Feuer zu nehmen, um ein Rätsel in einer Höhle zu lösen, oder wir teleportieren uns durch ein Fenster, um an einen Schlüssel für eine Kiste zu kommen. Das Ganze geht sogar so weit, dass wir in einer Quest die Form eines Feuerriesens annehmen müssen, weil der Zwerg, mit dem wir sprechen sollen, sonst Angst hätte, gesehen zu werden, wie er mit Odin/Havi spricht. Extrem gute Ansätze, die sehr viel Frische reinbringen und im Vergleich zu den anderen DLCs die bisher besten Neuerungen sind. Das Spiel hilft uns schon dabei, aber wir müssen erstmal ein wenig nachdenken, und das bockt. Dennoch hatte ich zu wenige dieser Momente, und wenn ich sie hatte, waren sie in manchen Momenten einfach zu offensichtlich. Hier wurde ein Schritt gegangen, der gut ist, jedoch wollte man anscheinend lieber die sichere Karte spielen. Schade Ubisoft Sophia, aber dennoch sehr gut gemacht, sehr schöne Ansätze. Eine weitere Neuerung, die leider zu spät gekommen ist, sind die Odin-Runen für die Rüstungen. Ich sag euch ehrlich, Runen waren für mich immer ein wenig underrated, aber holy smoke, Runen und vor allem Odin-Runen sind so wichtig in diesem DLC. Dabei müssen eure Rüstungsgegenstände die neue Stufe göttlich besitzen, und das Feld für die großen Runen wird dann mit dem Feld für Odin-Runen ausgetauscht. Die bieten einzigartige Effekte angepasst an die Fähigkeiten vom Hugerib, unserem Armband, mit dem wir Odin-Fähigkeiten nutzen können. Man könnte meinen, man kann hier zum ersten Mal sein Gear tweaken, also verfeinern, dass die neuen Odin-Runen in Kombination mit den neuen Fähigkeiten dich quasi unbesiegbar machen. Oder, dass du mit einer guten Kombi zum Beispiel unendlich Huger-Energie hast, ohne sie einmal aufladen zu müssen. Das ist die Energie übrigens, die du brauchst, um diese ganzen Fähigkeiten zu aktivieren. Wie das funktioniert, bleibt gerne hier auf diesem Kanal Pascal Palace, dann erfahrt ihr es. Das Gameplay ist hier wirklich die größte Stärke des DLCs. Das habt ihr jetzt, glaube ich, auch verstanden. Doch in kleinen Details macht es mich einfach wütend. Wir haben in diesem DLC eine Arena. Eine Arena, wo wir als Havi alte Kampfgeschichten nachspielen können. Die bringen uns Punkte, mit denen wir dann kosmetische Items, Rüstung, Waffen und Odin-Runen kaufen können. Dabei haben wir die Möglichkeit, uns mit 14 Punkten stärker einzuschränken. Zum Beispiel starten wir betrunken oder Nahkampfangriffe fügen uns Schaden zu und so weiter. Ein sehr geiles Konzept, was die Idee von der Mastery Challenge auf ein neues Level bringt. Realistisch betrachtet schafft man es wahrscheinlich nicht, mit allen 14 Einschränkungen eine Geschichte abzuschließen, aber solltet ihr das geschafft haben, schickt mir gerne mal ein Video auf meinem Discord, bin ich gespannt. Soweit ich es weiß, ist die maximale Punktzahl 500 pro gewonnene Geschichte, und im Schnitt kann man die Kämpfe mit 400 bis 450 Punkten abschließen, ohne dabei einen Herzinfarkt zu bekommen. Andy Reloads hat es mal in seinem Video ausgerechnet, und man braucht ungefähr 40 Kämpfe, um alle Punkte zu bekommen, um die ganzen Items aus dem Shop zu kaufen. Dabei ist es egal, ob ihr die schweren Kämpfe macht oder die leichten Kämpfe, jeder Kampf bringt dieselbe Punktzahl, was auch sehr unmotivierend ist tatsächlich. Die schnellsten Kämpfe haben bei mir dann ungefähr 3 Minuten gedauert. Wenn wir das zusammenrechnen, dann bräuchte man also im Schnitt 2 Stunden plus die Menüzeit, um alles zu kaufen. Und dann haben diese Gegenstände überhaupt keinen Einfluss auf die Geschichte. Die gesamte Geschichte rund um die Arena hat keinen Einfluss auf die Geschichte des DLCs. Die Kämpfe finden in derselben Arena statt und ziehen sich unnötig in die Länge, weil Havi irgendeinen Kommentar zu seiner Geschichte abgeben muss. Das einzig Interessante an diesen Belohnungen sind einzelne Odin-Runen und vielleicht der Bogen. So passiert es, dass ich nach der Hälfte einfach aufgehört habe und keine Lust mehr hatte, die Arena weiterzumachen.
Rüstungsgegenstände, Ruhen oder Medaillons, die wir für die Story benötigen, wären da vielleicht ein besserer Anreiz gewesen. Und da kommen wir auch nun zu der größten Schwäche dieses DLCs: die Story. Den Beginn der Geschichte von Dawn of Ragnarök hatte ich bereits zu Beginn erläutert. Doch lasst uns die Geschichte noch ein wenig weiter betrachten. Wir kommen in Svartalfheim an und finden uns in 4 Regionen wieder. Die Geschichte ist hierbei ziemlich simpel. Die Familienmitglieder und Untergebenen von Sword helfen ihm dabei, die Kontrolle über dieses Reich zu gewinnen und die letzten Zwerge in die Versklavung zu treiben. Diese haben sich in sogenannten Zufluchten Schutz gesucht. Dabei gibt es pro Region eine Zuflucht, die mehr oder weniger eine eigene Geschichte mit sich bringt. Die wiederholt sich aber immer. Die Quests sind bis auf 3 Ausnahmen immer dieselben. Spiele Detektiv, analysiere die Gegend, besiege ein paar Gegner, sammle mehr Hinweise und treffe dann auf den Endboss. Dieser Endboss ist meistens ein Familienmitglied oder Untergebener von Sword. Nach Abschluss dieses Kampfes erhalten wir dann Informationen zu der Gesamtsituation in Svartalfheim, zu unserem Sohn und warum Sword überhaupt dort ist. Auf dem Papier klingt das sehr nice, doch die sich oft wiederholenden Aufgaben, die schwachen und nicht so tief gehenden Charaktere sorgen dafür, dass kaum Abwechslung herrscht, keine Spannung aufgebaut wird und man sich kaum hineinversetzen kann. Man hat so wenig Kontakt mit den Bösewichten des DLCs, dass man keine Gefühle entwickelt, wie Hass, Rachsucht, Wut oder Trauer. Gefühle, die Harvey hat, weil sein Sohn in Gefangenschaft ist, die aber überhaupt nicht an die Spieler weitergetragen werden. Die einzigen Charaktere, die sehr interessant sind die Nebencharaktere, die Zwerge. Sie werden auf einer Trauerfeier gezeigt, in einer Zuflucht, wo sie sich nur besaufen, weil das Leben außerhalb scheiße ist, oder sogar wütend, weil Asgard ihnen nicht geholfen hat. Viel verständnisvoller. Man könnte fast sagen, es sind sehr viele irdische Bezüge in diesen Zwergen zu sehen. Die Spannungskurve ist dementsprechend verhalten und ich hatte erst in den letzten 2 bis 3 Stunden des DLCs einen wirklichen Spannungsmoment. Was auch spannend hätte sein können, ist die Geschichte der ISO. Die wurde ja präsent im Deep Dive Trailer angezeigt und da hatte ich eigentlich die Hoffnung, eventuell einen größeren Bezug zu bekommen. Es gibt einige Momente, die das Thema oberflächlich ansprechen, jedoch muss man sich am Ende selbst mit viel Interpretation den Rest selbst zusammendenken. Das ist nicht das Einzige, was am Ende offen bleibt. Ohne zu spoilern kann ich sagen, das Ende war ziemlich abrupt. Ich wusste erstmal nicht, ob das jetzt wirklich alles gewesen sei. Dazu gab uns das Spiel am Ende noch ein paar Leckerbissen an Informationen, die theoretisch dafür sorgen können, dass die Geschichte mit Odin und Eivor in eine nächste Runde geht. Man könnte also sagen, es gibt am Ende einen Cliffhanger. Der hat mir aber nicht das Gefühl gegeben, als würde ich mich für die andere Seite der Klippe interessieren. Und jetzt kommen wir zum Fazit und zur Beantwortung von einigen Fragen, die euch helfen werden, zu entscheiden, ob man das DLC kaufen sollte oder nicht. Was macht dieses DLC also besonders? Dawn of Ragnarök besticht mit seiner grandiosen Landschaft und den unglaublich guten Ansätzen im Gameplay. Es kann durch das mythologische Setting so viel Frische reinbringen, dass selbst alte Valhalla-Veteranen abgeholt werden können. Die taktischen Möglichkeiten, die einem die neuen Fähigkeiten bieten, lassen Valhalla nochmal in Glanz erscheinen. Gepaart mit einer sehr abwechslungsreichen Open World, mit schönen Ansätzen in den Weltaktivitäten, hat Ubisoft Sophia mal wieder gezeigt, wo ihre Stärken liegen. Die fehlende Tiefe von Charakteren, der schwache Ablauf der Story, einige Weltaktivitäten, die nur zum Zeitfüllen dienen, und das abrupte Ende der Hauptgeschichte könnten vermuten lassen, dass Ubisoft Sophia keine Zeit mehr hatte, gewisse Bereiche des Spiels zu Ende zu denken. Wird dieses DLC der Assassin's Creed-Reihe gerecht? Nein. Dafür fehlt der komplette Bezug zu den Assassinen und Templern, meiner Meinung nach. Wird es Assassin's Creed Valhalla gerecht? Definitiv. Wer Valhalla schon mag, wird hier eine Menge Spaß haben und sogar neue Dinge dabei kennenlernen. Es übertrifft dabei die vorherigen DLCs von Valhalla, was, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt auch nicht so schwer ist. Lohnt sich also 40 € für dieses DLC? Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, dieses Spiel für 40 € zu kaufen. Der Inhalt ist gut, aber nicht zu Ende gedacht. Ich würde es, wenn dann, nur mit Rabatt kaufen. Also Ubisoft Connect zum Beispiel bietet ja 20% an. Das ist auf jeden Fall noch angemessen, 34 €, aber mein idealer Preis wäre 30 €. On top müsst ihr euch dann noch 3 Fragen stellen. Zuallererst, hattet ihr Spaß mit dem Hauptspiel Valhalla? Zum Zweiten, gefiel euch der mythologische Arc in Asgard, die Geschichte in Asgard? Und die letzte Frage ist, habt ihr momentan das Geld, 34 € auszugeben oder 30 €? Wenn ihr diese 3 Fragen beantwortet habt mit Ja, dann würde ich da ganz entspannt für 34 € zuschlagen, sonst macht es nicht. Final kann ich sagen, dass mir dieses DLC Spaß gemacht hat. Ich war überrascht in einigen Situationen, hatte Spaß, mich taktisch auszuprobieren, wurde aber ab und zu auch enttäuscht. Ich finde, Ubisoft Sophia hat hier grandiose Arbeit geleistet und die muss man würdigen. Sie haben wirklich gezeigt, was man aus Assassin's Creed rausholen kann und was man gerade aus der nordischen Mythologie alles rausholen kann, welche kreativen Ansätze man nutzen kann, um uns mehr Spaß zu geben und wie schön man eine Open World
zeigen kann. Wenn wir aber im Detail dann genau hinschauen, sehen wir, dass viel Potenzial verpasst wurde, dass viele Dinge nicht zu Ende gedacht wurden und das ist leider ein generelles Problem von Ubisoft und das muss aufhören, definitiv, weil sonst, glaube ich, wird die Qualität von Assassin's Creed in den nächsten Jahren abfallen und das möchte ich zumindest als Fan der Reihe nicht. Erwartet also nicht, dass ihr hier einen DLC bekommt, wo ihr eine Menge vom Assassin's Creed Universum erfahren werdet. Das ist ein DLC, was die mythologische Geschichte von Svartalfheim interessant erzählt. Wenn ihr also sagt, ihr wollt mehr von Valhalla, wenn ihr also sagt, ihr wollt mehr von dieser mythologischen Geschichte von Valhalla, dann ist das euer DLC, definitiv. Wollt ihr euch das DLC kaufen? Habt ihr es schon gekauft? Und hat euch diese Review geholfen? Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, da würde ich mich freuen. Und ein Abo könnt ihr natürlich auch da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Hey Bro, hast du gerade gehört? Die werden die Glocke beim Abonnieren aktivieren. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.